Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stories. The Path of Destiny. Tja, wie entscheiden wir uns? Trifft ihr mit dem Imperator oder wickelt Zenobia gegen ihren Vater auf? Da wir ja so ein bisschen noch auf Zenobia gehen müssen, versuchen wir es mal. What are you doing? Asked Zenobia. Did you ever wonder why the Emperor adopted you? He asked her. She shook her head. He told her. His Majesty wanted to bring the lost gods back. They could make him an eater of souls, an immortal. But to seal his bargain with them, he needed a sacrifice. Someone who truly loved him. She was stunned. Furious. You're lying. Under a truce spell? It's a trick. You can't prove that. Take me to the observatory, and I will. Mensch, das ist was wie mit dem Seelstein bei Methanhaus und dem ganzen. Ach, nicht hier schon wieder. Na dann. What kind of proof could you possibly have? She said as they landed on the Nexus. Your father ritually sacrificed a village, and he left witnesses. The scientists resurrected one. Well, it's not really alive, but it can talk. A true witness. She frowned. The dead can't lie. Well, I bet they could. They just don't have any reason to. She nodded grimly. You go on ahead. I don't want the ravens to see me. Gar kein Ding. Bringt Zenobia zum wahren Zeugen. Machen wir. This thing really needed a roof. Was jetzt genau? Die ganze Gegend? Ja, die braucht definitiv ein Dach. So, gehen wir da lang. Da lang. Da lang. Hops, hops. Schön gerusht. Und... Ach, komm. Vor einigen Folgen hast du echt wirklich doch... Du brauchst jetzt richtig schwer. Du kannst die einfach mal das so machen. Das tust du nicht. Geht das nicht kaputt? Geht kaputt! Alter, Leute, ich habe gerade Wichtiges zu tun, ja? Das ist hier nicht kaputt. Alter, ich habe wichtig... Ah, geht doch. Nix da. Freundchen. Ciao. Ja. Ja, ist gut. So episch war der letzte Schlag nun auch wieder nicht, Reynado, ne? Also... Ah, ganz knapp, ganz knapp. She caught up with him. Don't you think I'd know if my father wanted to invoke the lost gods? Would he tell you? No. Would you help him? No. I'd burn his books. Why'd he adopt a stray cat? You don't ask a thing like that. No, not when there's no good answer, she said, her whiskers twitching. Ach, Mann. Naja. Warte mal, haben wir nicht da gestartet? Egal. Lass mich durch, ich bin Arzt. The Emperor had learned enough secrets from Reynado to crush the rebellion. It will be a fair trade if the scientists could convince Zenobia to change sides. Fehlen uns bloß noch ein oder zwei? Ah, zwei fehlen uns noch, Mann. A cannon trap. Who doesn't love being shot at by cannons? And who kept these things loaded anyway? Ach ja, und daran habe ich ja immer schöne Erinnerungen. Ui. Sehr schön. Sehr schön. Ciao. Weg. Du kommst weg.
Oh. Und weg hier. Ja, ging fix. Why would anyone put his slinky collection in a strongbox, thought Renato. Are they magic slinkies? Oh, there was something else. Also so eine Kiste voller Beyblades? Ich meine, warum nicht? Gut, solange es keine Bootleg-Beyblades sind. Oi. Wer? The observatory was a burning hulk. Dead scientists and black feathers everywhere. The ravens had burned the reanimated witness to cinders. Renato was stunned. There goes my proof. These were scientists, not rebels, Zenobia said, upset. Why would he do this? I don't know. Let's go to the fleet and ask him. Yes. I'll meet you on the mountains. There's something I have to get first. But could he afford to meet her in the mountains? He'd given the Empire the location of the secret rebel base. They would need rescuing. Nee, also das... ich glaube, hier hat das ja beim letzten Mal nicht so gut funktioniert. Auch wenn hier ein Ausrufezeichen ist, dass das neu ist. Aber ich glaube nicht, dass sich sonderlich viel ändern wird. Deswegen trifft Zenobia in den Bergen. Renato hat es geschafft, dass Zenobia sich endlich gegen ihren Adoptivvater, den Imperator, stellte. Aber die Rebellionsstützpunkt war in großer Gefahr, denn er hatte sämtliche Geheimnisse der Rebellen verraten. Wo auch immer Zenobia sich aufhielt, er steckte zu tief drin, um sie sich selbst zu überlassen. Vielleicht sollte er sie in den Bergen aufsuchen. Was auch immer Zenobia plante, seine Priorität war die Rettung des Rebellenstützpunkts. Er würde Zenobia wiedersehen, daran hatte er keinen Zweifel, doch erst müsse... Ja, komm, wir treffen uns lieber mit Zenobia in den Bergen. Why was he going to meet up with her? Wasn't it more important to rescue the rebel council from the almost certain Imperial attack? Why was he in this war anyway? Was it really to fight the good fight, or did he just want to see her again? One of these days, Renato thought, I should really figure out my motives before I pounce. Nah. Ja, natürlich. Hat Zeit. Was it true? Was he on this adventure just to see Zenobia again? The Imperial heir was not an easy cat to see. Well, she'd ignored all his Kwanzaa gifts. And on the other paw, trying to get a date by joining a war against your intended was, let's say, pretty optimistic. But on the back paw, thought Renato, yes, it sounded exactly like him. Good, I'm so glad we had this little chat, he told himself. Alles gut, Renato, alles gut. Triff Zenobia, aktuelles Ziel. Doch zuerst... hallo? Bitte... Wow. The sword felt even colder. Errungenschaft freigeschalten. Hand so hätte sie gern. Verstehe ich jetzt noch nicht. Na dann. Alle Schwerter haben wir safe. Jetzt heißt es wirklich bloß noch die ganzen Geschichten. Ja. Ist ja schön, dass er die ganze Zeit so stillhaltet. Hey, Frosty! Was, Frosty? So, fertig. Wunderbar. Ab geht's hoch. Und los geht's. Ach, Leute. Ja. Na. Und hoch mit uns. Imagine getting a horse up in one of these things.
he will be cursing a blue streak. Also wenn das Pferd dann rote Fahne bekommt, dann hast du aber schnell gearscht. Ey! Na! Zack! Und du verpiss dich mal. Tschüss! Nächste Plattform. There were a lot of dead ravens along the side of the road. Someone had rampaged through here on a killing spree. What had Zenobia gone to get? He had a chilling feeling it was the Iblis stone. Zenobia was level-headed. A stone could make anyone bloodthirsty. He could tell her style from the blade work on the dead birds. Oh, shit. Na, das kann ja... Das kann ja was werden. Ich hab so eine böse Vorahnung. Ich hab eine ganz böse Vorahnung. So, verschwindet mal. Also kampftechnisch haben wir keine großen Probleme mehr. Also das Einzige, was uns jetzt wirklich bloß noch Probleme bereiten könnte, ist, wenn es wirklich zu viele auf einmal werden. Also sagen wir, wir hätten jetzt 3 White Mages, 4 Exploder, haufenweise Schild-Typen. That's how we do it, said Renato to himself. Naja. Also schwieriger wird es bloß, wenn man uns mehr Gegner in den Weg stellt. Ansonsten haben wir es eigentlich. So, gleich geht's los. Ich bin gespannt. Ob uns das Spiel wieder so ein bisschen verarscht. Also, ja gut, das heißt verarscht, aber halt wieder, ne? So, ja. Renato wondered what he should do when he found Zenobia. What could he do if she had the Iblis stone? Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich habe selber ein bisschen Angst. Aber ja, ja. This is gonna be ugly. He reached the summit, expecting no one. But there she was, steaming, pacing. I'm gonna kill him, she said. I'm gonna kill all these ravens, and then him, and then his family, and all the eggs and tadpoles. And then I'm gonna burn down their pond. Did you go and get the Iblis stone? You see, all these ravens I killed. So much power. Yeah, great, Renato said. You really want power from a demonic rock? You want the stone, don't you? Not really. Good. I'd rather not have to kill you. He told her he loved her. That he wouldn't let the Iblis stone take her, even if he had to die for it. Well, he planned to tell her. Now didn't seem like the right time. She'd probably cool off in a bit. So he let her get in her ship and fly off. He rushed back to the Farfarer and followed her, keeping a healthy distance. Zenobia's ship was just visible through the clouds ahead. How could he reason with her? But he had to. The rebels were down for the count.
No wonder. He'd betrayed the location of their base and then he'd abandoned them. And if she became Empress while she was in the grip of the Iblastone, if she became Empress by murdering her father, she could still be a great Empress. But she could also be a nightmare Empress. She had to be stopped. Warum können wir jetzt nicht einfach den Kern von dem Sky Ripper nehmen und da wieder das There Böse were more dead austreiben? ravens along his path. Some of them wounded in the back. He knew she could have easily talked her way past them, or clouded the little tiny raven brains with a spell. She was going out of her way to kill everything in her path. This wasn't Zenobia. Not as he knew her. Arenado weiß ja, dass er halt mit dem Kern von dem Sky Ripper den Übelschein besänftigen kann, also das Böse austreiben kann. Von daher... The portal that led right into the middle of the fleet. It was a glaring weakness in the defense. Was ist das denn? War die Zeit da, glaube ich, noch gewesen, den Stein zu holen? Also den Kern zu holen, den Stein auszutreiben. Und somit wäre das Ding dann auch durch. Für den Part dann zumindest. A very clever engineer named Elon Muskrat had got his start making floating platforms. Not many people knew that. Elon wer? Elon wer? So, ciao. Weg, beide ist weg, der ist weg und der ist weg. Bye bye. Tschüssikowski, Plattform Ahoi. Alter, ich finde es immer noch so krass, dass er einfach keine Ahnung wie viel Meter Höhe und die ganzen Luftschiffe. So, zack, tschüss. Hey, Freundchen. Nicht unverschämt werden. Say hi to gravity for me. Mach das. So, his beloved was possessed by the spirit of a demon. That's what it meant to be a hero. To brave the darkness in your loved one's soul. To have faith there was still good in her. To help her out of that darkness, no matter what the cost. But what? What could he do? She'd kill him if he tried to take the Iblastone from her. Ja, das wird es wahrscheinlich sein. Ach, Mann. Na, komm, jetzt greif zu. Das wird höchstwahrscheinlich der Fall sein, dass sie uns... That's the traitors! Roared the ravens. Nein. Ich bräuchte vielleicht mal ein bisschen Heilung. So. Tschüss. Ja. Jetzt. Und hopp. Ja, das dürfte ja gleich sein. Ich glaube, bis auf dieser eine Kampf. Nee, doch nicht. Oh, ja, ist bloß noch auf dem einen Schiff. Kein Sprit mehr für das Schwert. Na, das ist nicht. Hier wird nichts geheilt. Du kannst mich heilen, das wäre schön. Na, das wird knapp. Mal hin. Nee.
Ui. Okay, jetzt gilt's. Oh, ich mach grad keine so gute... Ich habe keine Kisten. Na dann. Mal sehen, was uns erwartet. At the end of the trail of raven corpses was Zenobia. Her father was frantically rigging a strange apparatus wrapped around a glowing core. "Don't do it!" he shouted. "You'll hate yourself in the morning! Stay back!" she screamed in a horrible voice he'd never heard before. It froze him in his tracks. The Emperor stared at him. "Run!" he told the toad. "Or hop!" But he didn't manage to voice it, only think it. Zenobia stabbed her blade forward, and His Majesty fell dead. She began laughing hysterically. Or was she weeping? "Just walk away," she laughed at him. "I've no more use for you." There was something he needed to do, but he couldn't figure out what it was. So he did as he was told. As he walked away, he felt a chill in the world. The light in the sky seemed to dim. He didn't dare turn. He had a nagging feeling there was something he should have done just then. Something heroic. But he could not have taken the Iblis stone from her by force. And she would not have parted with it willingly. A cold wind blew from where she had been. But he still didn't dare turn. And then, an awful laughter filled the air. And all the torches and all the ships went out. And he realized what he should have done. But by then, it was too late to do anything. He should go back to some of the choices he'd faced before. Maybe there were new paths that had opened up. Like those doors he was opening up all over the map that took him to new treasures and around his enemies. But he'd learned another true thing. Zenobia still had feelings for him. Oh, das hat sich auch beim letzten, also bei dieser einen Story jetzt nicht so wirklich angefühlt. Als uns verraten hat. Okay, neue Story abgeschlossen. Geschichte 8. Die fehlende Zutat. Was für ein Held bist du? Ein Held, der glaubt, dass selbst im verdorbensten Freund etwas Gutes steckt. Belohnung ein Level up. Neue Wahrheiten enthüllt. Zenobia hegt Gefühle für Reynardo. Belohnung weiter zu... Oh, schönes Ding. Okay, ich lese erstmal diese Geschichte vor. Finde das Gehäuse, findet Zenobia, trifft die Wissenschaftler, trifft Zenobia erneut. Reynardo war auf dem besten Weg, eine legendäre Superwaffe zusammenzusetzen, als er sich stattdessen mit Zenobia traf, der Tochter des verrückten Imperators und seiner größten Generälin. Ich finde dieses Wort so seltsam. Er fand sie, wurde jedoch gefangen genommen, sie dazu zu bringen, sich den Rebellenkräften anzuschließen, war der einzige Ausweg. Ich lese schon wieder ohne Punkt und Komma. Mein Gott. Er könnte ihr Beweise für den Wahnsinn ihres Vaters vorlegen. Und das gelang ihm auch. Als sie das Abschlachten unschuldiger Bürger durch das Imperium beobachteten. Wutentbrannt machte sich Zenobia auf, um den Iblisstein zu finden. Ein mächtiges Juwel, das die Seele verdirbt. Kaum hatte sie den Stein in ihren Besitz gebracht, begann sie gnadenlos zu morden. Reynardo fühlte sich hilflos und konnte einfach nicht die richtigen Worte finden, um Zenobia aus den Klauen des Steins zu befreien. Nachdem sie den Imperator getötet hatte, senkte sich eine große Dunkelheit über die Welt und verschlang sie. Jo. Haben wir hier noch was? Nein. Wir haben nur... Okay. Ja, jetzt haben wir alle Wahrheiten. Lapino ist ein Verräter. Zenobia hegt noch Gefühle für uns. Der Iblisstein korrumpiert jeden, der ihn benutzt. Und der Scarabber ist instabil. Tja, jetzt heißt es bloß noch, die restlichen Ausgänge dieser Geschichte herauszufinden. Und wie wir das so machen, erfahren wir in der nächsten Folge von Stories, The Path of Destiny. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye bye.